Hallo Freunde, ich bin Daniel, euer Deutschlehrer von Like Germans. Im heutigen Video geht es um Herrn Meier, der ein interessantes Gespräch mit einem Unternehmensberater über Aktien führt. Schaut euch das Video bis zum Schluss an, es gibt wie immer eine Quizfrage für euch, die ihr gerne unten in den Kommentaren beantworten könnt. Und wenn euch unsere Geschichten gefallen, wir haben ein Buch geschrieben, German Easy Reader for Beginners. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Amazon. Und ebenfalls wollen wir euch eine Geschichte aus diesem Buch schenken. Wir bieten euch ein kostenloses E-Book an, was ihr ebenfalls unten in der Beschreibung findet. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Auf geht's! Ja, hallo, Nils Müller hier. Ja, hallo, Nils Müller hier. Hallo Herr Müller, hier ist Herr Meier von der Mobil Invest GmbH. Ich rufe Sie an, um mit Ihnen über Ihre Finanzen zu sprechen. Hallo Herr Müller, hier ist Herr Meier von der Mobil Invest GmbH. Ich rufe Sie an, um mit Ihnen über Ihre Finanzen zu sprechen. Hallo, Herr Meier, vielen Dank für Ihren Anruf. Aber was genau meinen Sie? Hallo, Herr Meier, vielen Dank für Ihren Anruf. Aber was genau meinen Sie? Haben Sie sich schon Gedanken über Ihre finanzielle Zukunft gemacht? Haben Sie sich schon Gedanken über Ihre finanzielle Zukunft gemacht? Ich denke schon. Also ich weiß nicht genau, was Sie mit finanzieller Zukunft meinen, aber ich spare viel Geld. Ich denke schon. Also ich weiß nicht genau, was Sie mit finanzieller Zukunft meinen, aber ich spare viel Geld. Lassen Sie mich kurz unser Unternehmen vorstellen. Wir sind die Mobil Invest GmbH. Wir helfen Menschen dabei, ihr Vermögen anzulegen. Lassen Sie mich kurz unser Unternehmen vorstellen. Wir sind die Mobil Invest GmbH. Wir helfen Menschen dabei, ihr Vermögen anzulegen. Was bedeutet das? Wie kann man sein Vermögen anlegen? Was bedeutet das? Wie kann man sein Vermögen anlegen? Da gibt es viele Möglichkeiten, je nachdem, wie viel Risiko Sie eingehen möchten. Da gibt es viele Möglichkeiten, je nachdem, wie viel Risiko Sie eingehen möchten. Sie können zum Beispiel in eine Anleihe investieren und einem Unternehmen Geld leihen. Dort haben Sie ein sehr geringes Risiko. Sie können zum Beispiel in eine Anleihe investieren und einem Unternehmen Geld leihen. Dort haben Sie ein sehr geringes Risiko. Sie können aber auch in etwas riskantere Aktien investieren. Dann haben Sie die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Das Risiko ist aber wie gesagt ebenfalls höher. Sie können aber auch in etwas riskantere Aktien investieren. Dann haben Sie die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Das Risiko ist aber wie gesagt ebenfalls höher. Verstehe. Was genau sind denn Aktien? Ich habe das nie richtig verstanden. Verstehe. Was genau sind denn Aktien? Ich habe das nie richtig verstanden. Aktien sind Unternehmensanteile. Sie können also einen kleinen Teil eines Unternehmens kaufen. Sie profitieren dann, wenn das Unternehmen Gewinne macht. Aktien sind Unternehmensanteile. Sie können also einen kleinen Teil eines Unternehmens kaufen. Sie profitieren dann, wenn das Unternehmen Gewinne macht. Also kann ich einen Teil von großen Unternehmen wie BMW oder Audi kaufen? Also kann ich einen Teil von großen Unternehmen
wie BMW oder Audi kaufen? Ja, das ist korrekt. Aktien von Audi und BMW sind ebenfalls verfügbar. Ja, das ist korrekt. Aktien von Audi und BMW sind ebenfalls verfügbar. Wie cool! Und wie genau verdiene ich damit Geld? Wie cool! Und wie genau verdiene ich damit Geld? Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen werden Sie an dem Gewinn des Unternehmens beteiligt. Zum anderen können Sie die Aktie später wieder verkaufen. Wenn der Kurs der Aktie gestiegen ist, können Sie hier auch Geld verdienen. Wenn der Kurs der Aktie gestiegen ist, können Sie hier auch Geld verdienen. Das klingt alles sehr interessant. Wie viel Geld brauche ich denn, um damit anzufangen? Das klingt alles sehr interessant. Wie viel Geld brauche ich denn, um damit anzufangen? Das liegt ganz in Ihrer Hand. Sie können schon mit 25 Euro im Monat anfangen, in Aktien zu investieren. Das liegt ganz in Ihrer Hand. Sie können schon mit 25 Euro im Monat anfangen, in Aktien zu investieren. Verstehe. Und gibt es noch andere Möglichkeiten, außer einzelne Aktien zu kaufen? Verstehe. Und gibt es noch andere Möglichkeiten, außer einzelne Aktien zu kaufen? Ja, die gibt es. Sie können zum Beispiel auch in einen Aktienfonds investieren. Ja, die gibt es. Sie können zum Beispiel auch in einen Aktienfonds investieren. Was ist denn ein Aktienfonds? Was ist denn ein Aktienfonds? Ein Aktienfonds ist wie ein Topf mit vielen verschiedenen Aktien. Sie investieren also nicht in ein einzelnes Unternehmen, sondern in eine ganze Reihe an Unternehmen. Ein Aktienfonds ist wie ein Topf mit vielen verschiedenen Aktien. Sie investieren also nicht in ein einzelnes Unternehmen, sondern in eine ganze Reihe an Unternehmen. Lohnt sich das denn? Ist es nicht besser, eine einzelne Aktie zu kaufen? Lohnt sich das denn? Ist es nicht besser, eine einzelne Aktie zu kaufen? Das kommt ganz darauf an. Der Vorteil bei einem Aktienfonds ist, dass das Risiko um einiges geringer ist. Das kommt ganz darauf an. Der Vorteil bei einem Aktienfonds ist, dass das Risiko um einiges geringer ist. Sie sind nicht von einem einzelnen Unternehmen abhängig, sondern können gleichzeitig in viele verschiedene Unternehmen investieren. Sie sind nicht von einem einzelnen Unternehmen abhängig, sondern können gleichzeitig in viele verschiedene Unternehmen investieren. Alles klar, ich habe alles verstanden. Wie genau können Sie mir dabei helfen, damit anzufangen? Alles klar, ich habe alles verstanden. Wie genau können Sie mir dabei helfen, damit anzufangen? Ich kann Sie gerne dabei beraten und mit Ihnen zusammen einen Plan entwickeln, der zu Ihnen passt. Ich kann Sie gerne dabei beraten und mit Ihnen zusammen einen Plan entwickeln, der zu Ihnen passt. Okay, und was kostet mich das? Okay, und was kostet mich das? Für die Beratung würden wir 5% der Gewinne einbehalten. Für die Beratung würden wir 5% der Gewinne einbehalten. Verstanden. Ich werde mir etwas Zeit nehmen und mich dann bei Ihnen melden. Verstanden. Ich werde mir etwas Zeit nehmen und mich dann bei Ihnen melden. Sehr gerne. Für Fragen bin ich jederzeit erreichbar. Sehr gerne. Für Fragen bin ich jederzeit erreichbar.
Hagen investiert, glaube ich, auch in Aktien. Ich werde ihn anrufen und fragen, was er von dem Ganzen hält. Hagen investiert, glaube ich, auch in Aktien. Ich werde ihn anrufen und fragen, was er von dem Ganzen hält. Hallo Hagen, wie geht es dir? Störe ich dich gerade? Hallo Hagen, wie geht es dir? Störe ich dich gerade? Hey Timo, nein, alles gut. Wie kann ich dir helfen? Hey Timo, nein, alles gut. Wie kann ich dir helfen? Hagen, ich habe gerade einen Anruf von jemandem bekommen, der mir dabei helfen möchte, in Aktien zu investieren. Ich weiß aber nicht, was ich davon halten soll. Hagen, ich habe gerade einen Anruf von jemandem bekommen, der mir dabei helfen möchte, in Aktien zu investieren. Ich weiß aber nicht, was ich davon halten soll. Will er Geld dafür haben? Will er Geld dafür haben? Ja, er würde 5% der Gewinne behalten. Ja, er würde 5% der Gewinne behalten. Das ist viel zu viel. Ich investiere schon seit ein paar Jahren in Aktien. Ich helfe dir umsonst. Das ist viel zu viel. Ich investiere schon seit ein paar Jahren in Aktien. Ich helfe dir umsonst. Du bist der Beste. Danke dir. Du bist der Beste. Danke dir. Wie nennt man einen Topf mit mehreren Aktien? Fondue, Aktienfonds, Aktientopf. Schreib einen Kommentar.